I'm just trying to be present, trying to be faithful, trying to be grateful, trying to be gracious, but they try my patience. I'm trying to be great, trying to find balance, trying to move forward, never go backwards. Ain't trying to be average, live a life that matters, trying to outrun sadness, eat more salad, trying to leave my baggage, but I keep on packing, trying to get back in to the road less traveled. But I need my map, I delete my apps for a week, then I'll be right back. I'm trying to see me in the lack on the west side highway, do a 9-day with the seat lean way back, beat in the back. I got baggage I ain't unpacked, I got things that I can't take back, words that I tell myself way worse than the ones when they attack. Now, one thing I know is for certain, I'm gonna ruin everything, trying to make it perfect. All my life I've been searching for protection, show the blemish, go to exit. No affection, show the love, don't finesse it. Flesh and blood, not the weapon, load it up. Get the message, phone them up, get the blessing. Rolling up, codependent. God. How you doing? Hey, how are you? Good to see you. Good to see you. How are you? Hi, how are you? Congrats on Raw. Yeah, thank you. How you feeling? About to? Good, I think. Hard to tell. Like, I don't know, the recovery is a bit like up and down. It's weird, isn't it? Long distance, so not sure if I trained well or not. It doesn't really matter. Yeah. You just kind of go out and exercise for a while. Like. You get like quite a lot of fitness from an Ironman, I think. Yeah. If you recover or eat it well enough, yeah. you feel fit afterwards. I'd rather stay within myself than just like hammering it on the bike. Yeah. I'm not there yet on long distance that I just like risk it. Yeah. Don't want to risk it yet. Have you done any? Have you ridden the course? Or you just no, here now? I wanted, but it's rain. I didn't want to do it in the rain, Yeah. so. Oh, it's beautiful. The road's perfect. I like the climb, bloody steep or. Right, sure. Yeah. Yeah. I've got 56, 33, and it's like absolutely Yeah, fine. that's good way. Baby, you're the baddest. Baby, you're the baddest, girl. Nobody else matters. Nobody else matters, girl. Listen in the bathroom. Listen in the bathroom. I hope nobody catches, but I kinda hope they catch us. Can I have this dance? Baby, you're the baddest. Baby, you're the baddest, girl. Nobody else matters. Nobody else matters, girl. Listen in the bathroom. Listen in the bathroom, girl. I hope nobody catches, but I kinda hope they catch us. Baby, you're the baddest. Baby, you're the baddest, girl. Nobody else matters. Nobody else matters, girl. Listen in the bathroom. Listen in the bathroom, girl. I hope nobody catches, but I kinda hope they catch us. Oh, entweder der Speedsuit ist richtig schnell oder ich fühle mich gerade gut im Wasser. Except for when I'm home working on your graphic design. Every time we see each other, I'm taking you home. Our relationship has gotten Sylvester Stallone, yellow 911 Persian girl in the back car, but me right in the first. Danach habe ich noch so ein bisschen Stabi, Stretching. I don't need a clutch or tick, I don't need a cup of tea. All I need is to see the moon rise and the sun to set. All I need is a nest in the woods where I can rest. Branches tapping on my window, birds wake me up to sex. Consider that C4 on my chest. If you're really coming up trying to press, take you with me on the wildest ride you've ever been on yet. Out this world, off this globe, back into what we don't know, what we never will, no matter the rate that human knowledge grows. So, wie machen wir das jetzt logistisch? I don't need a clutch or tick, I don't need a cup of tea. All I need is to see the moon rise and the sun to set. All I need is a nest in the woods where I can rest. Branches tapping on my window, birds wake me up to sex. Consider that C4 on my chest. If you're really coming up trying to press, take you with me on the wildest ride you've ever been on yet. Out this world,
off this globe, back into what we don't know. Ey, ich will schon von den Norwegern hier zerstören, ey. Bye-bye, wish you luck with life. But I'll be damned if I let you manage to bless that blade and keep taking advantage. Look man, yeah, you shook my hand. Gehst du nach vorne? Es ist Ziel. Wenn ich schaff, Top 2. But I got schooled in the art of opportunism. I ain't the only one that walked away. He doesn't want. He's scared. You're socially awkward. No, I want the pictures, you know, normally there's this board with all the names. Yeah, but So, there. you're showing. Getting better at choosing friends. This time the loser wins, cause I learned how to cut off the looser ends. I won't trust you again. Getting better at choosing the Norwegian method. Yeah, we'll see on Sunday. Keep it on up. Did you do it like Rasmus Svenningsson? Like, did you do the course record? Like for the race? 42. I think we had like 33 or something today, so pretty far off. Alright, straight up. Don't call, don't write, don't visit. I put you on ignore. You're not the homie anymore. The only thing that you can show me is the door. And I'ma remember your last impression. Thanks for that lesson. It's really good. Easy, easy. Pull out your heart to make the being alone. Easy, easy. Pull out your heart to make the being alone. Easy. 4,89. Ja. Tag vom Rennen war ich jetzt die 5 nicht mehr voll. Das reicht. Sonst wäre es zu viel. Das wäre Übertraining. Morgen ist, glaube ich, dann der nächste Tag. Und dann halt direkt neues. Und dann am Renntag. Ich muss direkt schmeißen. You break the bridle to me, losing control. Easy, easy. Crush what you're holding so easy. You won't see them.
things to make up, fight to forget, easy. Oh, easy. Burn all your things to make up, fight to forget, easy. 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 Pull out your heart to be alone. Easy. Easy. Pull out your heart to be alone. That's fine actually for learning like 4 hours. Das war halt komplett nass alles, voll befeuchtet. Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face. Richtig gut, Fred! Die Geduld zahlt sich aus, Fred! Auf geht's!
een even applaus. Frederik Vogt! Second place, Marius Bjerkeset. Euer Champion, Ironman Switzerland Tour 2025 aus Deutschland, 7:49,20, Leonard Arnold! Come on! So, wir sind hier in Thun in der Schweiz nach der Siegerehrung vom Ironman gestern. 3. Platz, schöner Pokal auf jeden Fall und so langsam kann ich auch happy drüber sein. Ich sitze hier am Schwimmausstieg, die Siegerehrung läuft noch im Hintergrund, aber ja, leider 81 Sekunden am 2. Platz und dementsprechend den Kona-Slot vorbei. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend, deswegen konnte ich jetzt gestern auch noch nicht ganz so happy sein mit dem 3. Platz, aber an sich ja, habe ich alles gegeben bis zum Ende, habe nie aufgegeben, habe die Hoffnung nie verloren, habe wirklich gekämpft und es war das Beste, was ich an dem Tag hatte und es waren halt einfach zwei, der Leo Arnold, der das überragend gewonnen hat und der Marius Bjerkeset aus Norwegen, der auch eine brutale Performance, vor allem auf dem Rad abgeliefert hat. Absolut verdient, die waren einfach besser als ich und dementsprechend muss ich mich mit dem 3. Platz zufrieden geben und für den Kona-Slot dann also nochmal ran. Das kann ich jetzt schon sagen, dieses Jahr wird es auf keinen Fall mehr eine Langdistanz geben, aber ja, nächstes Jahr werde ich sicher nochmal probieren und dann klappt es hoffentlich. Ich glaube, so wie an sich meine Performance und auch Leistungsentwicklung auf der Langdistanz ist, jetzt allein schon von Rot zu gestern, glaube ich, bin ich da zuversichtlich, dass es früher oder später dann auch klappt. Aber ja, noch ganz kurz von vorne. Letzte Woche habe ich ja noch den Allgäu-Triathlon gemacht. Das ist einfach ein unglaublich cooles Event. Das ist 2019 schon gestartet. Da hatte ich leider einen Platten und bin dann nur in Anführungsstrichen Vierter geworden. Dementsprechend hatte ich seitdem mit dem Rennen immer noch eine Rechnung offen. It's good time. It's showtime. War froh, dass es das dann mal wieder reingepasst hat. War wirklich die perfekte Vorbereitung. Jetzt eine Woche von Ironman Switzerland. Konnte das gewinnen, musste für den Sieg auch nicht ganz so tief gehen. Dementsprechend war es nochmal so eine perfekte letzte Langdistanz-Vorbereitung. Cool, euch alle dort zu sehen und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Das ist ein absolutes Bucketlist-Rennen. Eins neben Rot, Frankfurt und so weiter. Auf jeden Fall eins der deutschen Klassiker. Dann gestern in der Schweiz starten wir nach früh bei wunderschönen Sonnenaufgang hier am Thuner See. Es ist wirklich eine traumhafte Location. Und auch das Rennen an sich mit den Strecken ist einfach unglaublich cool und auch das Rennen kann ich wirklich jedem empfehlen. Mein Ironman Switzerland habe ich schon auch aus dem Grund gemacht, weil es halt auch immer irgendwie so auf meiner Bucketlist stand, wenn ich dann mal auf die Langdistanz gehe. Und natürlich cool, dass es direkt jetzt auch so als zweite Langdistanz dann so gut gepasst hat. Die Vorbereitung war natürlich dann jetzt nicht
nicht optimal mit Rot vor 7 Wochen, aber habe dennoch, glaube ich, gerade so ja, rechtzeitig jetzt dann für Allgäu und dann für auch Thun eigentlich eine gute Form hinbekommen. Konnte natürlich halt nicht mehr sowas machen wie so ein Höhenblock etc., um da wirklich nochmal so diese letzten Prozente rauszuholen. Aber ist natürlich auch mal gut, so Rennen zu machen und so die Erfahrungen mitzunehmen, dann halt auch rückblickend auf das Training und so weiter. Das Schwimmen war eigentlich ganz gut. Ruben Sepuntke ist alleine vorne weggeschoben, der war ein bisschen zu schnell. Und da war ich dahinter in der Gruppe, habe die zusammen mit Leonhard Arnold angeführt. War vom Tempo vielleicht ein bisschen ja, zu langsam, ja gerne ein Stück schneller geschwommen. Hätte irgendwie eine Gruppe oder andere Athleten gehabt, die so irgendwie so zwischen Ruben und der Gruppe dieses Tempo schwimmen. Aber ja, habe mich dann dazu entschieden, halt einfach in der Gruppe eher mal lieber meine Energie zu sparen, als da unnötig irgendwie nochmal drauf zu drücken, um halt irgendwie 30 Sekunden oder so schneller zu schwimmen und dann dafür Energie zu verschwenden. Auf dem Rad war es in der ersten Runde ein bisschen wild mit der Gruppendynamik. Ist halt trotzdem ein schneller Kurs, trotz der über 2000 Höhenmeter, weil es halt wirklich sehr viel rollt. Ich meine, am Ende hatte ich, glaube ich, auch über einen 41er Schnitt. Dementsprechend hat sich in der ersten Runde noch nicht so wirklich zerteilt mit der 12-Meter-Regel. Aber dann in der zweiten Runde, als dann der Norweger an uns vorbei ist und zur Attacke, oder der hat wahrscheinlich nicht mehr attackiert, ist einfach vorbeigefahren, Leo Arnold und ich hinterher. Ich habe es aber leider nicht lange geschafft, so nach 2-3 Minuten musste ich die beiden ziehen lassen. Das war dann doch ein bisschen zu hart, aber dann war ich eigentlich mehr oder weniger alleine ab dem Zeitpunkt für den Rest der zweiten Runde. Ich glaube, beim Rad haben mir halt einfach gestern so diese, ja vielleicht so 10 Watt gefehlt, dass ich da zumindest bei Leo mitfahren hätte können. Wenn ich das geschafft hätte, dann hätte es natürlich am Ende auch für den Kona-Slot gereicht. Aber ja, das hat halt gestern einfach gefehlt. Bin dann als Vierter vom Rad. Der Norweger hat echt brutal dann auch nochmal draufgelegt, gerade auch in der zweiten Runde, und hatte, glaube ich, 10 Minuten Vorsprung nach dem Radfahren. Leo Arnold und Ruben Sepuntke waren so, glaube ich, beide knapp 5 Minuten vor mir. Und ja, bin dann auf die Laufstrecke, hatte am Anfang wieder so ein bisschen so, ja wie in Rot, musste irgendwie erstmal so warm werden, so mein Rücken und alles so nach den 180 Kilometern. Das bin ich alles immer noch nicht ganz gewohnt, aber es war schon besser als in Rot. Und es ging auch alles schon so ein bisschen früher auf. Ich glaube, so in Rot war es so nach 10 Kilometern, jetzt waren es schon so nach 5 Kilometern, dass ich dann wirklich anfangen konnte, so richtig zu laufen. Was deutlich besser war als in Rot, war die Nutrition. Ich konnte beim Laufen dieses Mal wirklich von Anfang bis Ende durchgehen, auch Gels nehmen. Das habe ich dann schon auch in der Energie gemerkt. Konnte wirklich die ganze Zeit eigentlich draufdrücken. Bin dann irgendwann so richtig wach geworden und habe auch richtig so diesen Fokus gehabt, einfach noch so auf diesen zweiten Platz vorzulaufen und mir die Kona-Quali zu holen. Wusste schon, dass halt einer von denen vorne hochgehen muss, sonst wird es schwierig, wenn die weiterhin so solide durchlaufen. Ruben habe ich dann irgendwann geholt, dann war ich auf dem 3. Platz. Der Norweger ist dann am Ende langsamer geworden, aber nicht langsam genug. Dementsprechend war es dann der 3. Platz mit einer Minute 20 auf den Norweger. Und jetzt mit so einer Nacht drüber geschlafen, bin ich auf jeden Fall happy mit meiner Performance. Vor allem der Marathon war echt richtig solide. Laut meiner Uhr waren es sogar 42,8 Kilometer und ein 3,46er Tempo, was sogar, ich glaube, ein 2,39er Marathon wäre. Offizielle Zeit war 2,41. Dann für die Strecke ist auch eine echt coole Laufstrecke. Ich muss sagen, mental gehen 3 Runden auch noch mal besser als so eine große Runde. Und auch die Stimmung hier an der Strecke ist richtig cool. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt steht auf jeden Fall erstmal Erholung an. Jetzt geht es zurück nach Hause. Dieses Jahr, wie gesagt, wird es auf jeden Fall keine Langdistanz mehr geben. Ich will auch die restlichen T100-Rennen zumindest machen. Da ist dann jetzt das nächste für mich in 4 Wochen in Spanien und dann am Ende des Jahres noch die beiden in Middle East, in Dubai und das Grand Final in Katar. Für den Rest der Saison wird mein Fokus nochmal darauf gehen, ein bisschen Speed zurückholen und dann nächste Saison in guter alter Frische nochmal den Kona-Slot angreifen. Wo genau das dann ist, weiß ich noch nicht. Muss man natürlich auch dann erstmal den Rennkalender noch abwarten von Ironman. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren und das ist dann das große Ziel für das nächste Jahr. Und jetzt mit dieser Saison, die ersten beiden Langdistanzen, bin ich auf jeden Fall super zufrieden. Guter Einstand mit Rot und jetzt Ironman Switzerland. Ich würde sagen, wenn man so die Performances noch vergleicht, recht ähnlich. Rot vielleicht minimal besser auf dem Rad, jetzt gestern besser beim Laufen, auch von der Gesamtperformance. Ungefähr gleich. Auf jeden Fall was, wo man für die kommenden Saison und dann für die kommenden Langdistanzen auch drauf aufbauen kann. So, jetzt habe ich schon wieder viel zu lange gequatscht. Jana ist ungeduldig, sie will heim. Jana hat gesagt, weil ich jetzt quasi eine Langdistanz mehr gemacht habe als sie, habe ich ihr gesagt, es steht 2:1 für mich. Aber sie hat ihre erste Langdistanz gewonnen in ihrer Altersklasse. Dementsprechend hat sie jetzt gesagt, jetzt muss ich gewinnen, dass das Gleichstand ist. Ja, genau. Früher oder später.
als ich auf Mitteldistanz umgestiegen bin, ich habe, glaube ich, 8 oder 9 Podiumsplatzierungen gehabt, bevor ich meinen ersten 73 gewonnen habe. Ich hoffe, bei Langdistanz ist es noch ein bisschen schneller, weil man macht dann auch noch nicht so viele Langdistanzen natürlich. Ja, ich glaube, mir liegt es einfach mehr und es macht unglaublich viel Spaß. Und es ist natürlich auch für euch noch mal interessanter, habe ich das Gefühl. So dieser Hype, was auch jetzt in den letzten 2 Monaten da entstanden ist natürlich auch für mich total motivierend. Auch hier habe ich wieder unglaublich viele von euch getroffen und freue mich einfach. Und jetzt ist natürlich auch das offizielle Ende von der Defining Distance Serie. Jetzt haben wir, glaube ich, schön rund 10 Episoden. Zumindest von der Serie ist es zu Ende. Mal schauen, ob ich weiterhin Lust habe, mit Tom zusammenzuarbeiten. Beziehungsweise er mit mir, er mit uns. Aber natürlich auch vielen Dank an ihn für diese brutale Arbeit, die da dahinter steckt. Folgt Tom Meyer auf Instagram, ist sowieso in der Videobeschreibung. Und ansonsten abonniert den Kanal, lasst dem Video ein Like da, einen Kommentar und vielen Dank für eure Unterstützung dieses Jahr über die ganze Defining Distance Serie und auch generell 3. Platz bei meinem ersten Ironman, 2. Langdistanz, Ironman Switzerland, ist für euch. Ciao und wir sehen uns im nächsten Video. Irgendwann kommt schon wieder ein Video. Ciao. He thinks I want to push him in. He doesn't trust me. Croissant. It grows on trees, didn't you know? It's a croissant tree. Croissant tree. What is that? What did you say? Blueberry. It's a blueberry croissant. That's how blueberry croissant. Blueberry. It's blueberries. Everyone, It's not. eat the blueberries. No! Don't buy that.